dauerhaft annektieren darf. Deswegen haben wir hier ein ganz, ganz grundlegendes Problem. Und deshalb der richtige Weg jetzt wäre, die Ukraine so stark zu machen, dass sie die Kapitulation, die ihm Trump und Putin aufdiktieren will, nicht annehmen muss. Und deswegen müssten wir jetzt deutlich machen als Deutschland, ja, wir können für unseren Frieden, wir können für unsere Sicherheit selber sorgen. Wir sind nicht angewiesen in der Form auf die USA, denn Russland ist gar nicht der starke Gegner, als der bei uns immer wieder dargestellt wird. Hey Leute, jetzt wird's irre. Anton Hofreiter scheint komplett den Verstand zu verlieren. Hofreiter fordert ernsthaft, dass Europa Russland ohne die USA die Stirn bieten soll. Als ob wir eine Kriegsmaschinerie hätten, die da mithalten kann. Während Scholz noch halbwegs zögert, will Hofreiter Milliarden in Waffen stecken, als gäbe es kein Morgen. Und das Beste, er tut so, als wäre Russland gar kein ernstzunehmender Gegner. Wie realitätsfern ist das bitte? Schaut euch das an und sagt mir in den Kommentaren, ist das kluge Strategie oder völlig abgehobener Wahnsinn? Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und haut eure Meinung raus. Auf geht's! Ja, und zugeschaltet ist mir nun Anton Hofreiter, Grünen Bundestagsabgeordneter und der Vorsitzende im Europaausschuss des Deutschen Bundestages. Guten Morgen, Herr Hofreiter. Guten Morgen. Die Gespräche also zwischen Russland und den USA auf Außenministerebene haben nun tatsächlich begonnen. Also wie sehen Sie das? Denn Europa und die Ukraine, die sitzen nicht mal am Katzentisch. Das ist alles hochproblematisch, aber es ist neben natürlich den Hauptverantwortlichen dafür, dem Aggressor Putin und Trump, der immer wieder auf Putin hereinfällt, sind wir halt daran auch zu einem erheblichen Teil selbst schuld, weil nämlich Olaf Scholz, der davon gesprochen hat, dass es keinen Diktatfrieden geben darf, ja, den darf es nicht geben, aber er hat halt viel Verantwortung dafür, dass wir jetzt in der Situation sind. Denn er hat immer und immer wieder gezögert. Er hat selbst, als bereits Trump gewählt war, als feststand, dass wir es mit einer Administration Trump zu tun haben, verhindert, dass aus Deutschland für 3 Milliarden Euro Flugabwehr an die Ukraine geliefert wird. Er ist wirklich der allerletzte, der sich darüber zu beklagen hat. Er sollte sich entschuldigen für seine Zögerlichkeit. Er hat Europa und die Ukraine in diese gefährliche Lage gebracht. Am Ende geht es da, so wie Russland auftritt, nicht um Friedensverhandlungen, sondern die wollen die Kapitulation der Ukraine und dann ist die Gefahr groß, dass sie weitere europäische Länder angreifen. Ja, wie bewerten Sie denn das, dass der Kanzler sich ja auch deutlich dagegen ausspricht, europäische Soldaten in die Ukraine zu entsenden? Frankreich, England und vor allen Dingen auch Schweden sind offenbar dazu bereit, aber Bundeswehrsoldaten sind überhaupt kein Thema und das macht der Kanzler immer wieder klar. Also ist das ein weiterer Fehler, den Olaf Scholz aus Ihrer Sicht macht? Ja, das ist in dem Fall nicht der zentrale Fehler, nämlich ich glaube nicht, dass es ernsthafte Friedensverhandlungen gibt, sondern es gibt, was da gemacht wird, Kapitulationsverhandlungen, die der Ukraine aufgezwungen werden. Denn die USA haben bereits zugestanden, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied werden darf. Die USA haben Russland bereits zugestanden, dass es Teile der Ukraine dauerhaft annektieren darf. Deswegen haben wir hier ein ganz, ganz grundlegendes Problem. Und deshalb der richtige Weg jetzt wäre, die Ukraine so stark zu machen, dass sie die Kapitulation, die ihm Trump und Putin aufdiktieren will, nicht annehmen muss. Das wäre jetzt das, was zu tun wäre. Und da müsste der Kanzler endlich da freigeben, die großen Mittel, die wir hätten. Man muss sich darüber im Klaren sein. Russland hat ein Bruttoinlandsprodukt von Spanien. Nichts gegen Spanien. Aber Deutschland alleine hat ein viel, viel größeres. Und dann gibt es noch Großbritannien, dann gibt es noch Frankreich, dann gibt es noch Schweden, dann gibt es Finnland, Norwegen mit erheblichen finanziellen Summen, die tapferen kleinen baltischen Staaten, Polen. Das heißt, wir könnten, wenn wir wollten, den Diktatfrieden und die große Gefährdung für weitere europäische Länder noch abwenden. Aber wir müssten halt jetzt handeln und müssten uns darüber im Klaren sein, dass es entscheidend auf Deutschland ankommt. Und wir sind stattdessen gelähmt in einem Wahlkampf, wo alles Mögliche diskutiert wird, aber nicht die Zukunft Europas. Und deswegen müssten wir jetzt deutlich machen als Deutschland, ja, wir können für unseren Frieden, wir können für unsere Sicherheit selber sorgen. Wir sind nicht angewiesen in der Form auf die USA, denn Russland ist gar nicht der starke Gegner, als der bei uns immer wieder dargestellt wird.
Aber Herr Hofreiter, wo wollen wir das überhaupt hernehmen? Wir wissen auch von Verteidigungsminister Pistorius, dass wenn wir angegriffen werden würden von Russland, maximal 2 Tage können wir uns verteidigen. Die NATO müsste uns mit verteidigen. Die NATO ist nur so stark, weil die Amerikaner so stark sind, weil die US-Armee das größte Potenzial in der NATO trägt. Und man sieht es doch, Europa ist einfach in den vergangenen 3 Jahren überhaupt nicht zusammengekommen. Und wenn Sie jetzt auch die Bruttoinlandsprodukte ansprechen, die Produktion von Waffen, die kann doch gar nicht so schnell angeschmissen werden. Also man hat doch 3 Jahre lang, hat man eigentlich sehenden Augens gesehen, dass man sich auf die USA verlässt, dass die wichtigen Waffen liefern, dass die meisten Waffen liefern. Und in dieser kurzen Zeit kann doch gar nicht dafür gesorgt werden, dass Europa auf einmal stark wird. Doch, wir könnten dafür sorgen, wenn wir es wollen würden. Nämlich natürlich wären wir nicht in der Lage, in der Kürze Zeit der Waffenproduktion nach oben zu bringen. Aber wir könnten zum Beispiel ein 100 Milliarden Paket auf europäischer Ebene auflegen und dafür weltweit Waffen für die Ukraine kaufen. Ich bin mir sicher, dass die Administration Trump, wenn Europa dafür bezahlen würde, uns die Waffen verkaufen würden. Nämlich, ich glaube, dass sie durchaus so transaktional sind. Und dann würden wir nochmal 400 Milliarden zusätzlich sofort auflegen für die mittelfristige Verteidigung für Europa. Das könnten wir jetzt machen. Sie haben recht, wir könnten nicht sofort die Produktion aufs Nötige erhöhen. Sie haben recht, wenn Russland uns jetzt angreifen würde, wären wir auf die Amerikaner angewiesen. Aber um beides geht es nicht. Es geht jetzt darum, die Ukraine so auszustatten, dass sie nicht kapitulieren muss. Und das könnten wir mit finanziellen Mitteln machen. Nicht mit eigenen europäischen Waffen, aber indem wir weltweit einkaufen gehen und dann dafür sorgen, dass wir eine Chance auf echten Frieden haben und nicht auf die Kapitulation der Ukraine und dann die Ausweitung des Krieges von Seiten von Russland auf weitere europäische Länder. Denn ich will, dass dieser Krieg endlich zu Ende geht und nicht, dass die Ukraine kapituliert und weitere Länder angegriffen werden. Herr Hofreiter, aber noch ein anderes Thema möchte ich ansprechen, denn die USA machen sich ja regelrecht lustig, vor allen Dingen über Deutschland. Jetzt gibt es einen Bericht von 60 Minutes, ein weltweit anerkanntes Reportagemagazin. Und da haben Reporter, also deutsche Staatsanwälte, mit begleitet und waren sogar bei einer Razzia mit dabei. Da wurden Handys und Laptops konfisziert. Und dann die Frage, ja, wie glauben Sie, fühlen die Menschen sich jetzt? Und der Hintergrund war, dass diese Staatsanwälte dann gelacht haben, so nach dem Motto, ist uns doch vollkommen egal. Und der Vizepräsident stellt sich jetzt hin und sagt, ja, das ist die Meinungsfreiheit, die in Europa, in Deutschland halt eingeschränkt wird. Also was bedeutet das? Sie sind auch immer wieder ein Opfer von Attacken im Internet. Und man merkt doch, der Graben zwischen Amerika und Europa und Deutschland, der wird immer größer. Ja, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es mit der Trump-Administration mit einer Administration zu tun hat, die philosophisch ganz woanders steht. D.G. Vance ist philosophisch geprägt von Curtis Jarvin. Das ist ein Philosoph, der davon schreibt, dass Demokratie und Freiheit Widersprüche sind. Und die Freiheit versteht er als das Recht des Stärkeren und deshalb muss man die Demokratie bekämpfen. Das muss uns einfach klar sein. Wir müssen jetzt endlich für unsere Sicherheit und unseren Frieden und unsere Freiheit selbst sorgen. Das könnten wir. Wir sind die reichste Region der Welt. Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt. Die Bundesrepublik Deutschland ist die drittstärkste Wirtschaftsmacht weltweit. Vor uns sind nur China und die USA. Wir haben nur eine Verschuldungsquote von 60%. Die USA haben 120% des Bruttoinlandsprodukts. Bloß wir müssen endlich aufwachen, erwachsen werden und handeln. Und als erster Schritt ist ein Verteidigungsfonds für 500 Milliarden auf europäischer Ebene notwendig. Wir haben damals bei Corona einen Fonds aufgelegt auf europäischer Ebene für 750 Milliarden. Die Gefahr von Corona war viel, viel geringer als jetzt die Gefahr für unseren Frieden und unsere Freiheit. Wir haben damals bei Corona im Deutschen Bundestag innerhalb von 8 Stunden 256 Milliarden mobilisiert. Und jetzt, wo es um unsere Freiheit geht, jetzt, wo es um unseren Frieden geht, jetzt sollten wir dazu nicht in der Lage sein. Nein, es fehlt am politischen Willen und es fehlt an politischer Führung. Das ist das, was wir jetzt brauchen und Entscheidungen, und zwar schnelle Entscheidungen, auch wenn wir hier bei uns Wahlen haben. Deshalb erster Schritt 500 Milliarden Verteidigungsfonds, davon 100 Milliarden für die Ukraine, müssen wir weltweit einkaufen gehen, damit die Ukraine nicht kapitulieren muss, damit Russland sich nicht ermutigt fühlt, weitere europäische Länder anzugreifen. Und dann, wenn wir handeln und entscheiden, sind wir viel stärker, als wir uns das häufig selbst zutrauen. Herr Hofreiter, deutliche Worte von Ihnen. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und auch Sie werden natürlich abwarten, wie diese erste Runde zwischen den USA und Russland heute in Riad ausgeht. Dankeschön. Danke Ihnen. Anton Hofreiter scheint in einer ganz eigenen Welt zu leben. In seiner Vorstellung reicht es anscheinend,
ein paar hundert Milliarden in die Hand zu nehmen und zack, Europa ist eine militärische Supermacht. Dass Russland eine Atommacht ist, ignoriert er komplett. Dass Europa jahrzehntelang seine Verteidigung heruntergefahren hat, spielt für ihn keine Rolle. Und dass die USA das Rückgrat der NATO bilden, will er nicht wahrhaben. Nein, in Hofreiters Fantasiewelt besiegen wir Russland mit Geldscheinen und guter Absicht. Sein Plan? Einfach weltweit Waffen einkaufen, als gäbe es da einen riesigen Online-Shop für Panzer und Raketen, wo man nur sofort kaufen klicken muss. Dann noch ein paar 100 Milliarden obendrauf und schon sind wir verteidigungsbereit. Wie lange es dauert, Armeen auszubilden, logistische Strukturen aufzubauen und überhaupt eine militärische Schlagkraft zu entwickeln, egal. Hauptsache, wir schmeißen Geld drauf und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Und dann diese Selbstüberschätzung. Er tut so, als könnten Deutschland und Europa Russland aus eigener Kraft in Schach halten, ohne die USA, ohne eigene Atomwaffen, ohne eine klare Strategie, außer mehr Waffen, mehr Geld, mehr Krieg. Dass Russland sich bei ernsthafter Bedrohung nicht lange bitten lassen würde, eine Eskalation auf ein ganz anderes Level zu bringen, scheint er völlig auszublenden. Aber hey, wer braucht Realismus, wenn man Ideologie hat? Hofreiter will, dass der Krieg weitergeht, kostet es, was es wolle. Solange er nicht selbst an die Front muss. Hauptsache, Deutschland zahlt und Europa liefert. Und wenn es dann irgendwann richtig knallt, tja, dann wird er wahrscheinlich sagen, wir haben nicht genug gemacht. Was sagt ihr dazu? Ist das noch Politik oder einfach nur Wahnsinn? Schreibt es in die Kommentare. Und nicht vergessen, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.